Hallo, heute bei Rein gedruckt der Zusammenbau des Sunulu T3 oder auch Terminator 3 genannt. Was habe ich im Vorfeld gemacht? Ich habe im letzten Video ein Unboxing gemacht, wo wir dann halt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht haben, was ist alles drin. Dann habe ich jetzt schon, weil ich halt hier die Klemmen aufgemacht, die zottel ich einfach mal raus hier. Nummer 1 packen wir zur Seite. Und Nummer 2. Dann haben wir hier drinnen in der Mitte auch noch ein bisschen Verpackungsmaterial, was ich auch noch zur Seite nehme. Nummer 1. Jetzt kriegen wir das hier nämlich schon ganz vorsichtig hochgehoben. Schön festhalten dabei, dass es nirgendwo runterklatscht. Dann haben wir hier noch ein bisschen Verpackungsmaterial, da noch ein bisschen. Lasse ich erstmal dran. Und dann kann ich den erstmal so vorsichtig hier raufstellen. Und wenn ich ihn hier vorsichtig raufstelle, dann sehe ich schon, dass der Druckkopf hier auf die Platte aufknallt. Also nicht so gut. Heben wir das hoch und dann können wir hier, entweder hier oben an dem Kunststoff den Kopf verstellen oder halt direkt hier hinten an der Gewindestange drehen. Ja, also ich drehe das mal so zur Seite, dass ihr das besser seht. Entweder hier hinten an der Gewindestange drehen oder halt hier oben an dem hier drehen. So weit nach oben drehen, dass ihr ohne Probleme das hier aufsetzen könnt und nichts, wirklich gar nichts, das Druckbett berührt. Ja, so, das wäre das. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz in unsere Anleitung rein. Halt, das machen wir schon mal zur Seite. Ja, also mit anderen Worten, Step 1, auspacken haben wir gemacht. Step 2, die Dinge weg haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das nach oben gedreht haben wir auch. Und jetzt kommen wir hier bei Step 5. Und da sagt er uns hier Paket Nummer 3. Da sind Schrauben drin, die wir jetzt brauchen. Paket Nummer 3 ist dieses welches hier. Und wir haben hier drin 4 Schrauben, auch richtig schöne lange Schrauben. Ja, und es wurde ja auch Werkzeug mit dazu geliefert. Also müssen wir mal kurz Tüte Nummer 4 nehmen, weil da ist das Werkzeug drin. Ich hole mal alle Schlüssel raus. Gucken wir, welches der passen. Ich gehe davon aus, dass es der große ist. Ist es auch. Und jetzt kommt der einfache Step. Und zwar legen wir den Drucker kurz zur Seite oder auf die Seite. Und jetzt kommt uns das Verpackungsmaterial, was wir haben, wieder zugute. Dann können wir nämlich eine gewisse Distanz erfüllen, dass wir dann halt den Drucker nicht direkt hier drauf oder halt hier drauf stellen, sondern halt irgendwo eine kleine Höhe haben. Und ich drehe den mal zu der Seite, wo ihr es dann am besten sehen könnt. Irgendwie so muss das funktionieren. Also hier liegt er gut auf. Ich stecke mal hier die erste Schraube durch, dass wir hier ungefähr einen Ansatz haben. Erste Schraube ins Loch eingeführt. Ich halte es dabei gleich mal ein bisschen hoch mit. Ist vielleicht ein bisschen gesünder. Und drehe dann erstmal die erste Schraube ein bisschen an. Mache dann gleich dazu hier unten die letzte, also gegenüber dann halt auch eine Schraube rein. Da sind wir daneben. Sieht erstmal gut aus. Stelle ich das noch ein bisschen ab. Und weil ich festgestellt habe, dass das mir nicht reichen tut, drehe ich das hier noch mal eine ganze Ecke weiter hoch.
So, halt ganz hoch wollen wir nicht. Ein bisschen runter. Jetzt lege ich den wieder auf die Seite und kann ihn hier ohne Probleme raufstellen. Dann liegt die ganze Mechanik auf der Seite halt nicht auf dem Tisch, sondern nur auf dem Styropor oder Kunststoff, was es da ist. Und jetzt kann ich in aller Ruhe meine Schrauben eindrehen. Hierbei gebe ich einen kleinen Tipp. Schraubt die ersten Schrauben oder schraubt die Schrauben erstmal nur so weit rein, dass das immer noch lose ist, dass ihr ohne Probleme die nächsten Schrauben wieder eingeführt bekommt. Weil manchmal hat man dann halt das Problem, dass wenn das erste Schraube drin ist, die zweite, aber die dritte und vierte dann nicht Räder reingeht. Das Kabel machen wir mal ein bisschen zur Seite. Ja, hier, die hat gerade eben ein bisschen gehakt. Wäre es fest gewesen, dann hätte es noch mehr gehakt. So, jetzt haben wir alle 4 Schrauben drin. Und jetzt können wir, ich hebe mir das mal hier ein bisschen hoch, tatsächlich alle Schrauben festziehen. Ja. Macht die nicht zu fest. Es ist nur Aluminium. Ja. Und da gibt es dann natürlich auch wieder einen kleinen Tipp von mir. Den kriegt ihr gleich. Ja, ihr habt den Imbusschlüssel so drin, mit der kurzen Seite da rein, mit der langen Seite raus und dann nur mit einem Finger oder 2 Fingern drücken. Ja, und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann ist das schon fast fest. Ja, dann nochmal ein ganz kleines bisschen mehr Schwung geben und fertig. Nicht mit Gewalt durchziehen, weil ihr habt dann ein Problem, ihr reißt euch in dem Aluminium die Gewinde aus und da habt ihr keine Freude dran. Ja, also tut euch selber nicht ärgern sozusagen. Ja, wieder 2 Finger. Also noch nicht mal hier oben gegendrücken und so, sondern halt wirklich bloß 2 Finger und fertig. Ja, macht es nicht zu fest, weil Gewinde reißen gerne aus und es hält. Ja. 2 Finger und gezogen. So, das haben wir. Stellen wir das Teil mal wieder gerade hin. Und wir gehen wieder zurück zu unserer Anleitung. Das haben wir erledigt. Jetzt kommt unser Netzteil mit dazu. Das ist dieses welches. Packen wir die Verpackung auch wieder zur Seite. Und das soll hier hin. Aus irgendeinem Grund. Da ist eine Nase, da ist eine Führung. Hier ist eine Aussparung. Das muss das Kabel in die Aussparung rein. Und schon, das sieht gut aus. Gefällt mir. Und jetzt sagt er hier, wir brauchen die Schrauben aus der Tasche Nummer 2. Holen wir uns die Tasche Nummer 2. Es sind wieder 2 Schrauben drin. Da kommt dann eine Schraube hier rein und die zweite Schraube kommt dann hier rein. Das machen wir. So, den Imbusschlüssel wieder zurück. Dürfte ein anderer sein, eine Nummer kleiner mit großer Wahrscheinlichkeit. Oh nein, noch eine Nummer kleiner. Der ist es. Und hier jetzt wieder der Tipp wie vorhin. Na, erstmal nur die Schraube ansetzen, kleines bisschen drehen. Ja, ihr seht, es ist hier schon fest, aber noch nicht so fest, dass es dann halt nicht weiter geht. Die zweite Schraube hier unten rein. Auch wieder erstmal nur ansetzen. Und dadurch wir hier an der Stelle nur 2 Schrauben haben, könnt ihr das dann schon festziehen. Und auch hierbei wieder darauf achten, nicht zu festziehen. Ja,
Also die kurze Seite in die Schraube rein, die lange Seite, 2 Finger und langsam runterdrücken. Genau dasselbe machen wir hier unten bei der Schraube. Die kurze Seite in die Schraube rein, 2 Finger, langsam nach unten drücken. Und damit wäre das erledigt. So, das nächste, was jetzt kommt, ist den Drucker selber mit der Stromversorgung verbinden. Das heißt, wir müssen den Stecker, jetzt drehen wir das mal, dass ihr das seht. Ihr müsst jetzt den Stecker und den Stecker zusammenstecken. Und wenn man sich das genau anschaut, ich mache mal ein Foto davon, dann passen die Stecker nur einmal zusammen. Also man kann da theoretisch nichts falsch machen. Ja, das Foto, das mache ich euch dann natürlich rein. Zack. Also es passt nur einmal und damit geht es halt wirklich nicht verkehrt zu stecken. Und damit ist jetzt der Drucker mit der entsprechenden Stromversorgung versorgt. Ob das jetzt 12 oder 24 Volt sind, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Kann man aber gerne noch tun. So, das wäre das. Jetzt holen wir uns den Drucker wieder nach vorne. Und was machen wir jetzt? Wir entfernen jetzt erstmal das ganze restliche Verpackungsmaterial. Da haben wir hier noch was dran. Bei Nozzle mit gesamt komplett Einhosung. Und wir haben hier was dran. Und das ist nur mit Malerkrepp befestigt. Also man entfernt nicht aus Versehen Lack. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch unseren schönen Filamenthalter. Der muss ja natürlich auch befestigt werden. Und da hat der Hersteller dazu geschrieben, wir müssten dafür Tüte 1 in die Hand nehmen. Und in der Tüte 1 haben wir jetzt 4 Schrauben drin. Okay. So. Und wir nehmen jetzt direkt den Spulenhalter mit dazu. Und da haben wir hier dann halt wirklich wieder, also da hat der Hersteller sich wirklich was Gutes einfallen lassen. Hat er hier einmal die Möglichkeit, dass man das einrasten tut hier. So ein bisschen. Das rastet nicht. Jetzt von der falschen Seite rein. Das zieht sich dann wahrscheinlich rein. Nee, das passt ganz gut rein. Also man muss nur ein kleines bisschen, ja. So. Und dann ist es drin. Wenn man dann halt hier noch die Schraube reinsetzt, dann ist das fest. Aber wie gesagt, da möchte ich gerne was Größeres, also einen etwas größeren Rollenhalter drucken, den wir dann natürlich auch in das Paket mit reinpacken. Dass der falsche drin muss. Hopp. Ist natürlich so optimal, wenn das Werkzeug runterfällt beim Arbeiten, ne? So, aber haben wir fest. Jetzt müssen wir ein ganz kleines Stückchen nach oben gehen, damit ihr das hier oben dann auch seht. Und jetzt kommt das Teil hier oben rauf. So möchte das zumindest der Hersteller haben. Erste Schraube handfest angezogen. Zweite Schraube handfest angezogen. Die dritte Schraube. Jetzt ziehen wir sie natürlich alle noch fest. Hopp.
1. Zwei. 3. Und wieder wie gehabt, kurze Ende in die Schraube rein mit 2 Fingern und wirklich bloß anziehen. Nicht mit Gewalt, weil wie gesagt, es ist alles nur Aluminium und ihr zerreißt, also reißt euch die Gewinde raus. Ja. 2 Finger und zack. So wäre jetzt in meinen Augen der Drucker einmal komplett aufgebaut. Ich habe, als ich das Ding ausgepackt habe, habe ich natürlich noch was gesehen, was mir nicht gefallen hat. Zeige ich euch natürlich auch. Aber erstmal hier die Tütchen zur Seite. Und dann haben wir hier noch eine Tüte. Da ist noch was drin. Tüte Nummer 5. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was ich übersehen habe. Tüte Nummer 1, Tüte Nummer 1. Tüte Nummer 2. Tüte Nummer 3. Aber Tüte 5 ist nicht dabei. Also wird Tüte 5 mit großer Wahrscheinlichkeit Ersatzteile sein. Gucken wir mal rein. Oh ja, ist Ersatzteile. Weil hier haben wir sieht aus, also das ist Ersatz für den Touch Pro, was in dem Drucker mit verbaut ist. Und dann haben wir hier nochmal eine lange Schraube, um dann halt das Gehäuse unten zu befestigen. Dann haben wir eigentlich für jeden eine Schraube. Wir haben nochmal eine Netzteilschraube, wir haben nochmal eine Schraube für hier oben und wir haben ein Nozzle drin. Also das lasse ich mal alles drin. Da gehen wir gerne später nochmal drauf ein. Ich hoffe, dass wir es nicht brauchen werden jetzt. So. Das war das. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt gehabt, ich habe einen Fehler festgestellt. Es ist aber nur ein Kabel, was nicht befestigt ist. Ich drehe das mal so zur Seite, damit ich es besser zeigen kann. Und zwar hier unten dieses Kabel hier ist es nicht drin. Ich gehe davon aus, dass ich bloß den Gehäusedeckel abschrauben brauche und dann das Kabel wieder fest und dann wieder rauf. Dass es so ist oder ob es so ist, werden wir gleich sehen. Also schraube ich einmal hier den Deckel ab. Ich hoffe, dass ich nicht gleich das ganze Gehäuse abbrauche. Also nicht das Gehäuse, sondern das Teil demontiere und wieder neu einstellen muss. Weil das wäre dann suboptimal. Es kann mal passieren, dass was beim Transport sich lösen tut. Sollte nicht passieren. Also ist nicht schön. Ja. Aber wie gesagt, hier in dem Fall ist es passiert. So. Und wie ihr seht, hier kann der Stecker einfach reingesteckt werden. Und das werde ich jetzt auch machen. Der Sheriff. Na komm. Alles hoppe. So. Bevor die Katze die Kamera rumrennt. Also hier kommt jetzt der Stecker rein. Und der passt nur einmal. Wenn ihr jetzt nämlich hier unten reingucken tut, da, dann seht ihr hier 2 Nasen. Und genau dieselben 2 Nasen, die habt ihr hier dran. Also vorsichtig hier rein. Guck mal, dass das Papier drin bleibt. Das ist jetzt ein kleines bisschen fummeln. Aber es sollte funktionieren. Ohne dass wir es weiter auseinandernehmen. Da habe ich nicht wirklich Lust zu. So, der Stecker sitzt fest drin und damit haben wir dann halt hier den Endlagenschalter für die X-Achse, halt für die Y-Achse halt auch festgelegt. Wieder fest. Jetzt schrauben wir das Teil wieder fest.
Hier noch die zweite Schraube festmachen. So. Gucken, ob es in dem Fall auch funktioniert. Jetzt kommt hier gleich der Chefkontrolleur ins Bild. Ja, also in die Schraube rein mit 2 Fingern und festgezogen. Es ist alles nur Aluminium. Macht da nicht keine Kraftakte dran. 2 Finger und festgezogen. Nicht mehr. Tut euch selber den Gefallen, macht es wirklich nicht. So, jetzt stellen wir uns den Drucker so hin, wie er dann tatsächlich sein soll. Dann nehmen wir mal hier das Stromkabel und schließen das Ding mal ans Netz an. So, machen wir ganz kurz. So, schließen wir das ans Netz an. Also, Stecker hier rein und den Stecker ins Gerät rein. Machen wir erstmal aus. Stecker ins Gerät rein. Erste Funktionsprüfung. Gerät eingeschaltet. Das, was ihr jetzt gerade eben gehört habt, das war der Touchprobe. Kann man das hier noch... Kann man bewegen? Oh, hier ist noch irgendwas. Hier hakt irgendwas. Aha. Das sind die Feststellschrauben gewesen. Jetzt hakt es nicht mehr. Dann, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Also, wenn ich mir jetzt so angucke, es wird schwer. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich hole euch gleich wieder ab. Tief rausgenommen, jetzt zeige ich euch, was ich meine. Wir müssen einige Sachen verändern. Weil wenn ihr jetzt das hier seht, ja, das Bett fährt hier nach hinten und schuppert hier komplett gegen die Kabel gegen. Hier an der Stelle hier. Ja, ist nicht schön, müsste rein theoretisch so zur Seite weggelegt werden. Also, wenn ihr dann irgendwann mal in einer hohen Position seid, wo wir jetzt auch gerade sind, dann hättet ihr genau dasselbe Problem. Müssen wir definitiv abstellen. Ich weiß nicht, wie sich das verhalten tut, wenn der Drucker weiter unten ist. Auf jeden Fall gefällt mir das so nicht. Ich behalte mal die Kamera weiter in der Hand und wir gehen mal ganz kurz aufs Display ein. Der Drucker sagt, er ist ready. Wenn wir hier drehen, passiert gar nichts. Er kennt noch nicht die X-Position, die Y-Position, Z-Position kennt er noch nicht. Also gehen wir mal ganz kurz hier rein. Hier haben wir es. Alle Achsen auf Home bringen. Machen wir mal. Ich hoffe, das geht gut. So. Beobachten wir den Kollegen mal dabei. Also das, was ich erstmal sagen kann, er ist wirklich schön leise. Ihr hört es ja selber im Video, also es ist wirklich nicht viel. So, das wäre jetzt das Ton. Und wenn wir jetzt hier unten kurz zwischen gucken, ob wir das eingefangen kriegen, dann seht ihr das dort. Da muss man mal ein bisschen reingehen. Da unten immer noch eine recht große Lücke drin ist. In der Theorie dürfte ich jetzt mit dem Papier nicht hier durchkommen. Aber ihr seht selber, es passt ohne Probleme durch. Also das heißt,
Man müsste das alles noch einstellen. Das Einstellen und allem drum und dran kommt, und zwar im nächsten Video. So, mal hier wieder zurück. Ich hoffe, machen wir mal noch hier die andere Ansicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, das nächste Video ist dann halt den Drucker vernünftig einstellen. Das heißt, das Druckbett gerade einstellen. Dann alles vernünftig kalibrieren und. Weil wenn ich das jetzt alles hier mit reindutsche, wird das Video einfach viel zu lang. Und ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.